Geht? Geht. Ja, hallo, danke fürs Einschalten. Wir wollten uns nach langer Pause oder eigentlich mit dem ersten Video, unserem eigenen Video, mal bei euch melden und uns vorerst einmal bedanken für das ganze positive Feedback von den Holy Hole Videos und zu den H2 Videos von dem 330D, den H2 da aufgebaut hat mit einigen Teilen von uns. Und ja, wir sind jetzt so weit mit unserer Werkstatt, mit unserem Lager, dass wir das euch gerne mal zeigen würden, wo wir arbeiten, wie wir arbeiten. Und das schauen wir uns am besten mal an. Das Auto vom Georg kennt vielleicht der ein oder andere ja schon. 535er mit Stage 2 von uns, Ladeluftkühler. Partikelfilter ist noch verbaut, wird auch verbaut bleiben. Auto ist weiß matt. Ohne Partikelfilter ist das, glaube ich, beim Autowaschen dann jedes Mal richtig Party. Da hast du richtig Spaß. Richtig Spaß. Ja. Das Auto hat 410 PS und ein bisschen über 800 Newtonmeter und ja, fährt richtig gut. Und das ist auch wirklich die Leistung, wo am besten funktioniert auf den ganzen 35er. Wir kriegen ja ganz oft Anfragen, was macht am meisten Sinn, Kosten-Nutzen-Faktor und solche Sachen. Und da ist wirklich 35D, 400 PS, 800 Newtonmeter mit einem guten Ladeluftkühler wirklich eins der besten Setups, das wir haben. Und es sind einfach Dauerläufer. Super Autos zum Fahren, Langstrecken geeignet. Ja, was haben wir noch da? Alten Passat, Pumpe Düse, Firmenauto. Ja, ich glaube über einen 1,9er Pumpe Düse muss ich nicht viel sagen. Das sind auch so Autos, die werden einfach nicht kaputt. Das Auto hat mittlerweile weit über 200.000 Kilometer. Haben wir einiges gemacht an Rostsachen und kommt der Auto. Jetzt müssen wir irgendwie ein bisschen kappen. Juhu! Danke! Bitte. Ciao! Ist auch einiges gemacht. Upgrade Turbo, Ladeluftkühler. Ja, ein bisschen über 200 PS. Funktioniert super. Ja, dann sicher eins der besten Autos, das wir besitzen. Das ist unser 745D V8 Diesel. Ja, richtiger Dinosaurier eigentlich. Sowas wird gar nicht mehr gebaut. Und zu dem Auto wird sicher noch das ein oder andere Video jetzt in Zukunft kommen. Da haben wir richtig was vor. Und das werden wir uns dann aber einfach dann einmal in die nächsten Videos anschauen, wie sich das entwickelt. Werden wir mal vielleicht eine Bestandsaufnahme machen. Ja, die Reise von dem Auto war eigentlich auch ganz lustig. Der Marcel und der Georg haben das Auto in Berlin war das abgeholt. Das war ein richtiges Abenteuer eigentlich, ja. Aber dazu mehr später. Dann was ganz Exotisches. Ja, Skoda Roomstar. Das Auto war irgendwie ab Werk 3-Zylinder, Diesel. Kunde hat dann auf, bitte schlagt es mir nicht tot, ich glaube BLS-Motor müsste das sein, 2 Liter Technik oder 1,9er Technik umbaut und hat dann den Motor wieder auf Seat Ibiza Basis 160 PS Pumpe Düse getauscht und ja, Upgrade Turbo, Kolben, weiß der Geier. Auto läuft aber aktuell nicht, weil irgendwie mit der Software gibt es da Probleme. Der Abstimmer, der da dran war, hat es irgendwie nicht auf die Reihe gekriegt, das Steuergerät da richtig zum Abstimmen. Da sind wir jetzt gerade dran und ja, funktioniert mittlerweile auch ganz gut. Ja, sind noch ein paar kleine Details, wo zum Verbessern sind. Viele Sensoren und Bauteile sind einfach ausgebaut, nicht mehr vorhanden. Zum Beispiel das Auto hat kein Luftmassenmesser mehr, weil der 1,9er aus dem Seat nicht mit dem Steuergerät, das ist ja EDC 17 schon in dem Auto, kommunizieren kann richtig. Und ja, da arbeiten wir jetzt gerade an einer Lösung. Wird sich sicher was ergeben. Leistungsziel werden da irgendwo zwischen 250 und knapp 300 PS sein. Und ja, das läuft dann schon ganz gut für so einen kleinen Lieferwagen. Was gibt es sonst noch? Unseren Hänger. Top-Gerät. Dann haben wir noch den wohl mit besten Motor da aktuell für Entwicklungsarbeiten. Das ist der B57 neueste Generation, 50D, 4 Turbolader. Auto hat ab Werk schon 400 PS. Und da sind wir gerade dran. Also so normale Stufe 1 haben wir mittlerweile fertig entwickelt. Die macht knapp 500 PS und 1000 Newtonmeter. Autos fahren da so gute 9er Zeiten eigentlich, 100, 200 und ja, die Kisten, die gehen schon echt gut vorwärts, das muss man wirklich sagen.
Genau, und ist aktuell aber noch nicht verfügbar, weil es, es wissen eh viele, solange der Laserschutz für die MD1-Geschichte nicht fertig ist, liefern wir an Kunden keine Tunings mehr aus, weil es da in der Vergangenheit einfach ganz viele Probleme gegeben hat, dass Datenstände von uns gegengelesen worden sind und dann halt vervielfacht. Ja, und das wollen wir einfach nicht mehr. Wir stecken immer einen Haufen Arbeit, Geld und Entwicklung rein, und wenn am Ende dann sie die anderen wieder davon bereichern, das ist einfach nicht Sinn der Sache. Und uns tut so leid für die ganzen Kunden, die wir leider vertrösten müssen aktuell. Es ist einfach so, wir arbeiten wirklich mit Hochdruck an einer Lösung, dass man die Steuergeräte sichert, aber das ist wirklich hochkomplex und ja, fast aktuell in unserer Firmengröße gar nicht umzusetzen, da so schnell zu agieren. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir mal in die Werkstatt, schauen wir uns das Ganze mal an. Und da wird man sicher das ein oder andere Interessante noch finden. Ja, zu unserer Werkstatt. 2 Hebebühnen braucht man, ist wirklich so. Auf einer haben wir eigentlich immer so die Langzeitprojekte stehen, so wie den Vierer, das ist ein 435er Diesel. Der kriegt dann kompletten verstärkten Motor, angefangen von Kolben, diverse andere kleine Upgrades. Ja. Auto ist schon knapp über 500 PS Leistung gefahren. Hat sie dann entschieden, da noch weiter zum Bauen und weiter zu tunen. Im Endeffekt geht es jetzt mit dem Projekt in die Richtung, dass das ein Track-Tool wird. Und ja, wird jetzt die nächsten Tage komplett abgerüstet. Also wirklich Hardcore-Track-Tool mit Schweißrahmen und also Schweißkäfig. Auto wird innen komplett leer gemacht, Kabelstrang raus, Scheiben raus, kommt Carbondach rein. Ja, also wirklich Hardcore-Geschichte. Da haben wir unseren 1er M140i B58 Motor, ist glaube ich bei jedem bekannt, als Allrad. Ja, große Bremse drin, leichte Felgen, ordentliche Gummis, und das ist so unser Viertelmeile-Projekt eigentlich mehr oder weniger, und der Einstieg ins moderne Benziner-Tuning. Ja, mir würde euch auch bitten, da jetzt uns nicht mit Anfragen zu überfluten. Könnt ihr mein Auto machen, ich habe auch einen B58 hin oder her. Wir sind da in der Entwicklung. Stage 1 ist auch wirklich abgeschlossen. Da haben wir auch schon das ein oder andere Auto gemacht. Aber wir sind da nicht so tief in der Materie drin, dass wir das für den Kunden jetzt als alltägliches Geschäft anbieten können und möchten. Also das wird sicher noch einige Monate dauern, bis wir da so weit sind. Ja, Auto kriegt jetzt einen Upgrade Turbolader. Das ist mit aktuell wirklich so das Größte, was es als Upgrade gibt. Hat uns die Firma MPS gemacht. Wirklich super Arbeit gemacht, sauber alles. Schönes 3D gedrucktes Inlet für den Turbo mit einem größeren Einlass für den Verdichter. Den kann man auch kurz sagen. Das passt da wirklich wunderbar drauf da. So sollte das eigentlich sein, wenn man irgendwo was kauft, dass die auch mitdenken, was die verkaufen. Das ist leider halt oft nicht der Fall. Ja, kriegt noch eine Upgrade Hochdruckpumpe, und dann schauen wir mal, was da geht. Normal müssten die Autos gute 10er Zeiten fahren auf der Viertelmeile, und ja. Ja, was gibt es sonst so? Da haben wir unseren Motorenbereich, Messbereich für die ganzen Geschichten, wie Kolben vermessen, Zylinderlaufbahnen. Da wird eigentlich alles endmontiert und dann zusammenbaut. Unseren wunderschönen Motorständer können wir auch mal zeigen. Das ist ein richtig cooles Ding, kann man 360 Grad verstellen. Ja, wirklich in jede Richtung. Und die Dieselblöcke sind halt wirklich richtig schwer. Wir sehen da immer wieder, dass die auf so kleinen roten Ständern montiert werden. Haben wir bei H2 Motors auch gesehen. Ich war verwundert, wie mutig die Jungs sind, die teuren Motoren da an die billigen Ständer hinzuschrauben. Es funktioniert wirklich sehr gut. Ich habe mir das genau nochmal angeschaut, und wir werden in Zukunft wahrscheinlich auch noch 1 oder 2 von denen roten günstigen Ständern anschaffen, damit wir da einfach ein bisschen flexibler sind. Ja, zu dem Motor vielleicht nochmal ganz kurz. Der hat Übermaß gekriegt, Block plant, Zylinderkopf plant, neue Ventilsitze gefräst. Ja, im Großen und Ganzen ganz normale Überholung, wird halt mit Upgrade-Teilen dann wieder zusammenbaut. Da können wir euch vielleicht kurz die Kolben noch zeigen, die haben wir bearbeitet.
liegen drüben auf der Werkbank. Das war aktuell auch gar nicht so einfach, die Übermaßkolben zu kriegen. Bei BMW waren 12 Stück lagernd. Wir haben alle 12 bestellt, davon waren dann 6 beschädigt. Ja, das ist aktuell wirklich ganz, ganz schwierig. Und da sieht man eben unsere bearbeiteten Kolben. Hat man beim Hermann ja schon kurz gesehen im Video. Wenn es dazu Fragen gibt, einfach melden. Ja, helfen wir euch gern. Gibt es verschiedene Ausbaustufen. Je nach Anwendung, Straße, Track, was auch immer, kann man alles anpassen. Ist kein Thema. Ja, hinten sieht man noch die Lagerschalen. Ganz günstige Schachteln, wirklich ganz billig. Die paar Kartons, wo da liegen, kosten knapp 1200 Euro oder so, glaube ich. Das Hauptlagergasse, Bleulager, Original BMW. Wir verbauen auch wirklich ausschließlich nur Originalteile. Also bis auf ein paar Dichtungen, Ansaugkrümmer und wo haben wir noch nicht BMW? Genau, Injektorschachtdichtringe. Das ist das einzige Zeug, wo wir wirklich nicht von BMW nehmen. Ansonsten haben wir wirklich als BMW Originalteile. Und wir haben halt auch wirklich nahezu alles, was man so für den N57 und Marta-Motor braucht, da wirklich auf Lager. Also die ganzen Ladeluftleitungen, das ist sowas, die ganzen Ohrringe von denen Ladeluftschläuchen, das braucht man wirklich jeden Tag, weil die meisten Autos einfach undicht sind nach einer gewissen Laufzeit und die F-Modelle mittlerweile auch ins Alter kommen, wo das Ganze ein Thema wird. Und wenn ein Kunde halt zu uns kommt zur Abstimmung, wird erst einmal die Lokfahrt gemacht, dann schauen wir uns das Ganze mal an. Und wenn wir da am Luftmassenmodell dann schon erkennen, dass da Abweichungen da sind, können wir das dann natürlich meistens auch beheben. Gell? Weil teilweise sind wirklich lange, lange Anreisen von den Kunden. Und wenn man da dann wegen einem kleinen Ohrring den Kunden wegschicken muss oder da nicht helfen kann, das ist natürlich dann suboptimal. Bringt ihm nichts, bringt uns nichts. Und ja, oben haben wir noch unseren Kundenbereich und unser Büro. Ist jetzt noch nicht ganz abgeschlossen, aber können wir auf jeden Fall schon mal herzeigen. Film schon mal im Arsch hoffentlich, oder? Das ist unser Kundenwartebereich. Haben wir uns das Ganze ein bisschen gemütlich eingerichtet, haben wir einen Fernseher da. Unsere Klamotten, unser Merchandise ein bisschen ausgestellt. Da wird in Zukunft noch ein bisschen was kommen. Auch was Buntes, nicht nur immer Basic Black. Das ist eigentlich aktuell wirklich so, den Merch, den wir jetzt haben, den haben wir eigentlich deswegen, weil wir halt Firmenklamotten haben wollten. Und gar nicht so für den Verkauf gedacht war. Nachfrage war aber dann ziemlich groß, Qualität ist wirklich super. Sollte jeder Einzelne vielleicht selber mal überzeugen, mal so ein T-Shirt bestellen. Und es ist wirklich, wir tragen das jeden Tag und das Zeug ist wirklich gut. Haben uns jetzt entschlossen, da das Ganze ein bisschen zu erweitern. Nicht nur in Schwarz, sondern auch in ein paar Farben. Und kann man hoffentlich dieses Jahr noch online stellen. Das letzte Wochenende waren wir ja zuerst in Köln, am Freitag, oder? Freitag war das. Waren wir bei H2 Motors, haben uns das Ganze mal vor Ort live angeschaut, war richtig cool. Super Leute, viel Know-how, hat echt Spaß gemacht. Wird auch ein Video von H2 dazu kommen. Hat wirklich, wirklich Spaß gemacht. Sind dann weiter nach Hamburg, da waren wir dann bei DTH. Ich glaube, das kann man mittlerweile auch ganz offiziell sagen. Wir haben ab der Woche vermutlich wieder Turbolader im Sortiment. Ganz, ganz viele warten da ja schon drauf und wir kriegen massenhaft Mails, was da los ist, warum keine Turbolader mehr im Shop sind und. Das hat mehrere Gründe gehabt, will ich aber eigentlich gar nicht drauf eingehen. Der eine oder andere weiß und kennt die Geschichte vielleicht eh. Und ja, Stage 1 Turbolader für Marta und Nordpol Motoren, 6 Zylinder, sind fertig entwickelt. Prototypen haben wir rausgefahren, funktioniert super. Haben wir wirklich seriennahes Ansprechverhalten. Also das Ding kommt vielleicht 50 bis 100 Umdrehungen später als das Original. Und je nach Ladeluftkühler natürlich. Gell. Evo 1 zu Evo 3 ist nochmal ein bisschen Unterschied, aber wirklich super Ansprechverhalten. Gibt es Seriennummer zu jedem Turbolader, es gibt Wuchtprotokolle zu jedem Turbolader und die Qualitätssicherung ist da nochmal auf einem ganz anderen Niveau wie bei manch anderen Herstellern. Was noch toll ist, wir haben so einen
kleinen Informationsbogen oder Informationsblatt zu dem Turbolader ausgearbeitet, wo dann genau drinnen steht, welche Verdichtergröße, was er an Ladedruck kann, welche Bauteile verändert worden sind und so weiter. Wir machen da kein Riesengeheimnis draus, weil es gibt nichts Schlimmeres, wie wenn man über das gekaufte Produkt keine Informationen kriegt. Sollten da trotzdem irgendwelche Fragen sein zu den Ladern, könnt ihr euch auch jederzeit gern melden. Helfen wir euch weiter, gar kein Problem. Die Lader sind im Mata-Motor für ungefähr 370, 380 PS gerated und dann die Nordpol für knapp 400. Drüber, über 400 PS am Single Turbo sind wir gerade in der Testphase noch, also in nächste Woche werden wir dazu vielleicht schon mehr sagen können. Wir haben auf jeden Fall vor, noch was Größeres im Shop zum Listen, wo man dann wirklich vernünftig 430 bis 450 PS fahren kann. Und ja, wie gesagt, für uns ist Ansprechverhalten einfach sehr wichtig und deswegen müssen wir da sicher noch das eine oder andere testen. Ja, soweit so gut. Dann würde ich sagen, was machen wir jetzt? Verabschieden. Verabschieden, oder? Ja. Dann verabschieden wir uns von unserem ersten Video. Ich hoffe, ihr seid mit mir ein bisschen nachsichtig, mit meinem komischen Dialekt und meinem Bart. Und dann schauen wir mal, wie das in Zukunft so wird. Und dann versuchen wir euch da wirklich vernünftigen Content zu liefern. Und ja, wie gesagt, unseren Simner, das wird richtig lustig noch, glaube ich, in Zukunft. Jo, Ende Gelände.